Hi liebe Moonies und willkommen zu meinem Ranking aller Versionen des Black Moon Arcs, dem zweiten großen Handlungsbogen bei Sailor Moon. Ja, davor gäb's noch den Anne&Ale Arc, aber den gab's ja nur im 90er Anime, da kann ich nichts vergleichen. Ich habe das Ganze auch schon mit dem Dark Kingdom Arc gemacht, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und auch hier gilt wieder, ich schaue vor allem auf die Hauptstory und nicht auf Produktionsqualität oder so. Natürlich gilt Spoilerwarnung für alle Versionen. Aber gut, dann kommen wir gleich mal zu Platz 5. Und es tut mir leid, aber meiner Meinung nach ist der 90er Anime die Version, die den Arc am schlechtesten umgesetzt hat. Da gibt's mehrere Gründe. Zunächst mal Chibiusa. Die ist so krass nervig und frech. Klar, das gehört irgendwie zu ihrem Charakter, aber es hätte echt nicht so übertrieben sein müssen. Und es werden hier so dämliche Gründe präsentiert, warum sie zu Black Lady wird. Zum Beispiel, dass sie hingefallen ist und ihre gemeinen Eltern ihr nicht hochgeholfen haben. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, was mich an ihr stört, also halten wir uns damit mal nicht weiter auf. Was mich auch mega aufregt, ist diese Schlussmach-Story von Usagi und Mamoru. Das bringt uns zwar ein paar gute, herzzerreißende Szenen ein, aber es ist sehr offensichtlich, dass sie nur existiert, um Drama zu erzeugen. Und das auch noch eine Folge, nachdem die beiden endlich wieder zusammengekommen waren. Und das Schlimmste ist, der Grund, der uns am Ende präsentiert wird, ist unglaublich dämlich. King Endymion wollte die Liebe von Usagi und Mamoru testen und hat Mamoru deshalb schlimme Visionen geschickt. Super Plan. Rückblickend auch ziemlich enttäuschend sind die Einführung von Sailor Pluto und Crystal Tokyo. Denn bevor die Senshi durch die Zeit reisen, ist Chibiusa krank und sie müssen in ihren Traum rein, in dem man dann schon Crystal Tokyo sieht. Und auch Sailor Pluto taucht da in dieser Kugel auf und erklärt ihnen das. Das wirkt so komisch und macht die richtige Zeitreise dann leider weniger spektakulär. Keine Ahnung, warum man sich dafür entschieden hat. Vielleicht musste man, wie so oft, Zeit schinden. Generell wurde Sailor Plutos Rolle in dieser Staffel sehr eingedampft, denn sie macht eigentlich nichts, außer am Raumzeittor zu stehen. Im Manga ist es ja so, dass sie die Zeit anhält und sich somit opfert, um den Weltuntergang zu verhindern. Wegen ihres Todes ist Black Lady am Boden zerstört und verwandelt sich in Sailor Chibi Moon. Sowohl der Timestop als auch Chibiusas Sailor-Form wurden im Anime auf Staffel 3 verschoben und beides wirkt dort leider weniger episch. Wie Chibiusa erwacht, sehen wir ja noch nicht mal. Ich vermisse zum Beispiel auch Tuxedo Masks eigene richtige Attacke, die in diesem Arc eingeführt wurde, aber die er im 90er-Anime leider nie bekommen hat. Oder was ist mit Diana, die hier auch schon auftaucht und sich im Anime erst 2 Staffeln später blicken lässt? Was mir auch noch einfällt, ist diese Folge, in der Sailor Moon von Demand entführt wird und am Ende von Tuxedo Mask gerettet wird. Das wäre ja eine okaye Folge, wenn das im Manga nicht ein großer Plotpunkt wäre, der da viel cooler ist. Es wurden ja auch vorher schon Mars, Mercury und Jupiter entführt und Sailor Moon hält sich länger in diesem Schloss auf. Am Ende spricht plötzlich Neo Queen Serenity aus ihr, es ist sehr episch und sie schaffen es aus eigener Kraft zu fliehen. Der 90er-Anime hat daraus nur einen Teil einer Folge gemacht und den Konflikt viel zu schnell aufgelöst, indem einfach Tuxedo Mask kommt. Das Vorgehen der Bösewichte ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, denn sie wollen zum Beispiel die Entstehungsorte von Crystal Tokyo mit schwarzer Energie verseuchen, damit die Stadt in der Zukunft nie entstehen kann. Natürlich nur eine Ausrede für weitere Fillerfolgen, aber ehrlich gesagt keine besonders gute. So richtig Sinn ergibt das für mich nämlich nicht. Aber gut, was ist denn mit den Bösewichten generell im Anime? Nun, einerseits nerven mich Rubeus, Esmeralda und die Ayakashi-Schwestern ziemlich und zählen zu den Schurken, die ich am wenigsten mag. Aber andererseits haben die Feinde hier immerhin Persönlichkeit und die Zwischenfinalfolgen mit ihnen sind schon nice. Die Ayakashi-Schwestern werden gut und doch noch sympathisch, Rubeus und Esmeralda sterben wenigstens cool, Saphir hat eine richtig schöne und traurige Sterbefolge und sogar Deman kriegt noch eine kleine Redemption. Also wenn es eine Sache gibt, die ich an dieser Staffel besser finde als im Manga, dann die Bösewichte. So, aber jetzt genug vom Anime. Platz 4 geht an ein Musical, nämlich Petite Étrangère von 2014. Es ist ziemlich nah an der Manga-Story, aber ein paar Änderungen gab es trotzdem, schließlich hat man nicht für alles Zeit. Die Ayakashi-Schwestern gibt es nicht, also fast alles, was mit ihnen zu tun hat, fällt raus. Die Inner Senshi werden irgendwann zusammen entführt, statt nach und nach. Es gibt eine Art Festival, bei dem die Mädels als Band auftreten. Das ist eigentlich so ein Stars-Arc-Plot. Aber auch Esmeralda tritt dort auf und es wird gekämpft. Später schickt Rubeus böse Senshi-Doppelgänger-Droids, was zu einem sehr coolen Kampf führt, also die Sailor-Kriegerinnen gegen ihre Doppelgänger.
Später gibt es außerdem noch einen Plot-Twist. Esmeralda und Rubeus wurden als Droids, also Roboter, zurückgeholt, nachdem sie eigentlich schon tot waren und wussten es nicht. Auch Demand ist eigentlich ein Droid, den Saphir gebaut hat. Oder umgebaut hat, ich bin nicht sicher. Also Saphir ist hier quasi der Hauptbösewicht und macht dann auch einiges, was Demand im Manga gemacht hätte. Alles andere ist so ziemlich wie im Manga, das waren halt jetzt die größten Änderungen. Und für das Musical funktionieren die alle gut und es war eine schöne Abwechslung, weil trotz Nähe zum Manga nicht alles genau gleich war. Trotzdem gibt es keine Änderung, die ich besser finde als die Originalstory. Außer vielleicht die Doppelgänger-Senshi, die waren cool. Oder generell, dass man hier mehr auf das Droid-Thema eingeht, denn der Black Moon will ja alle Menschen durch Droids ersetzen. Und auf Platz 3 ist dann das zweite Musical zu diesem Arc. Tanjo, Ankoku no Princess Black Lady von 2001 bis 2002. Dafür, dass es eins der alten Sailor Muse ist auch das relativ nah am Manga, vor allem in der zweiten Hälfte. Was aber eine etwas kuriose Änderung ist, alle Outer Senshi sind mit dabei, obwohl die eigentlich erst im dritten Arc auftauchen. Und Sailor Moon hat ihre Super- und Eternal-Form. Ich schätze einfach, man wollte auf diese Elemente nicht verzichten, wenn man die Schauspielerinnen und die Kostüme eh schon hat. Die Outers kommen hier nämlich aus der Zukunft, wenn ich das richtig verstehe. Sie kommen aus der Zukunft zu uns, denn die Welt hat ein großes Problem. Ja, es gibt also eine Version, in der diese Aussage tatsächlich stimmt und sogar halbwegs Sinn ergibt. Denn in den Black Moon Arc passt es ja einigermaßen rein und die Outers helfen den anderen halt vor allem am Zeitor und in Crystal Tokyo. In den weiteren Musicals hat man das aber wieder geändert, soweit ich weiß. Die Ayakashi-Schwestern existieren, aber die Inner Senshi werden trotzdem alle zusammen entführt. Und auch hier gibt es so einen Performance-Wettbewerb, der eine Falle der Feinde ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Petite Étrangère das von diesem Musical abgeschaut hat. In der überarbeiteten Version des Stücks ist es übrigens stattdessen eine Wahrsageshow mit Calaveras, was es ja auch so ähnlich im Manga gab. Außerdem gibt es hier noch weitere Black Moon Clan-Mitglieder, die sonst nirgends existieren. Einmal haben wir da Tilmun, ein Typ mit nur einem Halbmond, der von den anderen gemobbt wird, aber eigentlich nett ist. Den gibt's aber nur in der ersten Version. Und Aaron und Manna, zwei Kinder, die auf Nemesis geboren wurden. Die wollen sich im Clan beweisen, aber sind eigentlich auch nett und sehr niedlich. Und es gibt noch den Rugby Man, einen ziemlich albernen Droid. Solche Witzcharaktere in den Musicals können schnell nerven, aber ihn fand ich eigentlich ziemlich lustig. Also die neuen Figuren mochte ich. Was hier eher kurz kommt, ist die ganze Chibiusa-Sache. Vor allem der Anfang mit ihr wurde sehr schnell abgehandelt. Das ist zwar nicht die schlechteste Idee, aber war mir tatsächlich etwas zu wenig. Denn Chibiusa ist ja schon sehr wichtig für diesen Arc. Bei den meisten anderen Änderungen in diesem Musical bin ich ziemlich neutral. Es hat für diese Version alles funktioniert, aber es gibt wenig, das ich tatsächlich der Originalstory vorziehen würde. Bis auf die Bösewichte. Vor allem Demand im Finale ist für mich die coolste und beste Version seines Charakters. Er hilft im Kampf gegen Death Phantom und hat eine schöne und emotionale Redemption. Man hat dafür auch ein paar Anime-Elemente verwendet. Also wenn es nur ums Finale ginge, würde ich fast sagen, dass ich diese Version am besten finde, aber insgesamt betrachtet ist der Manga besser, schon allein weil man im Musical einiges kürzen musste. Und apropos Manga, der ist Platz 2. Einige Sachen, die ich besser fand als im Anime, habe ich ja schon gesagt. Chibiusa nervt deutlich weniger und man versteht ihre Gründe besser. Den Break-up-Arc gibt's nicht, Sailor Pluto hat eine wichtigere Rolle, Chibiusa erwacht als Sailor-Kriegerin. Aber was ist denn so meine generelle Meinung zu dem Handlungsbogen? Die Arcs im Manga finde ich alle relativ gleich gut, aber wenn ich ranken müsste, wäre der Black Moon Arc hinten, vielleicht sogar auf dem letzten Platz. Chibiusa nervt ja trotzdem ein kleines bisschen, die ganze Zukunftssache wirkt nicht so richtig durchdacht und es gibt bessere Bösewichte als den Black Moon. Außerdem ist es etwas schade, dass die Senshi nichts erreichen, bevor sie entführt werden, denn die Ayakashi-Schwestern besiegt ja alle Moon. Trotzdem ist der Arc interessant. Ich glaube, wenn man vorher nicht weiß, wer Chibiusa ist und was abgeht, ist das ein cooles Mysterium. Oder auch die Idee, dass der Black Moon Dinge aus der Esoterik- und Verschwörungstheorien-Schiene macht, ist ganz interessant. Und das kommt vor allem im Manga rüber. Sailor Pluto als neuer Charakter ist natürlich auch ein Highlight. Aber Platz 1 ist ja noch übrig und der geht sehr knapp an Sailor Moon Crystal. Staffel 2 ist natürlich sehr nah am Manga, deshalb muss ich hier auf die kleineren Unterschiede schauen. Zunächst mal was eher Negatives. Es gab ein paar Sachen, die in Crystal rausgelassen wurden, die ich ganz gern gesehen hätte. Zum Beispiel, dass Motoki mittlerweile das Geheimnis der Sailor Senshi kennt oder dass Mamoru Heilkräfte hat.
Oder dass Mamoru irgendwann erklärt, dass er sich nur so sehr um Chibiusa gekümmert hat, damit Usagi sich auf ihre eigene Aufgabe fokussieren kann. Also eher so kleine Sachen, die für den Plot zwar nicht wirklich relevant sind, aber die einfach schön gewesen wären. Trotzdem hat es die Reboot-Version knapp auf Platz 1 geschafft wegen einer bestimmten Änderung. Im Manga-Finale rastet Demand aus und will Sailor Moon töten, bevor Death Phantom es tut. Er wird dann von Moon und Tuxedo Mask gekillt. In Crystal stellt er sich aber am Ende gegen Death Phantom und wird von ihm vernichtet. Er ist dann zwar nicht wirklich auf der Seite der Senshi, aber immerhin ist es ein Hauch einer Redemption. Und da wir das im Manga zu selten haben, reicht diese Änderung gerade so aus, um Crystal Staffel 3 zur für mich besten Umsetzung des Black Moon Arcs zu erklären. Auch wenn es, wie gesagt, auch Dinge gab, die ich im Original besser fand. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsversion des zweiten Handlungsbogens ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Like freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat!